Hallo aus Schleswig-Holstein. In diesem Video zeige ich die schönsten Sehenswürdigkeiten der wunderschönen Stadt Lübeck. Natürlich beginnen wir unseren Rundgang durch Lübeck an seinem berühmten Stadttor, dem Holstentor, das die Altstadt nach Westen hin begrenzt. Unmittelbar hinter dem Tor überquert man mit einer Brücke die Trave und gelangt so in die Altstadt. Wir bleiben aber erst noch hier am Tor. Das Holstentor stammt aus der Spätgotik und zählt zu den wenigen Überresten der Lübecker Stadtbefestigung. Es ist neben dem Burgtor das einzige erhaltene Stadttor der Stadt. Es besteht aus einem Südturm, einem Nordturm und einem Mittelbau. Die nach Westen, also stadtauswärts zeigende Seite, die man hier sieht, wird als Feldseite bezeichnet. Die nach stadteinwärts weisende Seite ist die Stadtseite. Auf den beiden Türmen sitzt je ein kegelförmiges Dach, der Mittelbau ist von einem Giebel besetzt. Auf der Feldseite kann man eine lateinische Inschrift erkennen: Concordia Domi Foris Pax, auf Deutsch Eintracht innen, draußen Friede. Beide Seiten des Tores sind völlig unterschiedlich gestaltet. Auf der Stadtseite sieht man viele Fenster. Eine solche Ausstattung wäre angesichts zu erwartender Gefechtssituationen auf der Feldseite natürlich unpassend gewesen. Hier sieht man nur kleinere Fenster, dafür aber eine Vielzahl von Schießscharten. Das Bauwerk ist im Laufe der Jahrhunderte im Erdboden eingesunken. Es liegt inzwischen 50 cm tiefer, als es ursprünglich errichtet wurde. Auf der Stadtseite fällt bei genauem Hingucken oben diese Marienfigur mit Kind auf. Sie stammte ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert, wurde aber durch Verwitterung im Laufe der Jahrhunderte zerstört. Was man heute hier sieht, ist eine Neuschaffung aus dem Jahre 1992. Auch auf der Stadtseite ist eine Inschrift zu erkennen. Sie lautet SPQL. Diese Inschrift wurde erst im Jahre 1871 im Zuge einer Restaurierung angebracht. Vorher gab es hier keine Inschrift. Es geht nun über die Trave in die Altstadt von Lübeck. Dominiert wird das Stadtpanorama von den beiden Kirchen, der St. Petri-Kirche rechts und der Marienkirche links. Die Innenstadt ist das touristische Kernstück von Lübeck und flächenmäßig der kleinste Stadtteil. Sie liegt auf einer Insel zwischen Trave und Wakenitz, die ungefähr ein Ausmaß von 2 mal 1 Kilometer hat. Etwa 3/4 der Innenstadt wurde während des Zweiten Weltkrieges nicht zerstört. Diese Bereiche sind seit 1987 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Will man die Innenstadt verlassen, muss man eine Brücke im alten Befestigungsgürtel der Stadt und die Wallanlagen überqueren. Direkt neben der Marienkirche ist man im Herzen der Altstadt, am Markt und am Rathaus mit seiner historischen Rathaustreppe. Im Unterschied zu anderen bedeutenden Rathäusern ist das von Lübeck nicht in einem Stil erbaut, sondern man kann heute noch ganz deutlich erkennen, dass es seit dem 12. Jahrhundert immer wieder ergänzt wurde. Wer genau hinsieht, der findet hier Baustile der Gotik, der Renaissance sowie der Moderne. Zum Rathauskomplex zählt auch der durch Arkaden gesäumte Bereich des Marktes. Dieser wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, die heutige Gestaltung war seitdem immer wieder Gegenstand von Diskussionen gewesen. Wer Glück hat, erlebt hier einen Markttag und kann sich genau vorstellen, wie es jahrhundertelang hier zugegangen ist. Direkt vor dem Rathaus kann man in der Fußgängerzone in einem Café es sich gemütlich machen und einen leckeren Marzipankuchen, einen Marzipankaffee oder einen Marzipankakao genießen. Wer jetzt nur noch Marzipan hört, der hat vermutlich recht, denn Lübeck ist auch die Stadt des Marzipan. Wer sich davon überzeugen will, direkt auf der anderen Straßenseite des Rathauses ist das Marzipanmuseum Niederegger, wo man auch einen Nachbau des Holstentores findet. Natürlich aus Marzipan. In unmittelbarer Nähe des Rathauses ist die Marienkirche. Sie verfügt über eine bemerkenswerte Parallele zum Trierer Dom. Ein großer Granitquader rechts neben dem Eingang wurde nämlich nicht von der Kirchenbauhütte dort zwischengelagert oder vergessen, sondern soll von des Teufels Hand dorthin geworfen worden sein. Der Sage nach soll der Teufel an der Errichtung der Marienkirche beteiligt gewesen sein, in dem Glauben, dass es sich um den Bau eines Wirtshauses handele.
Einige bedeutende Bürgerhäuser in der Innenstadt werden heutzutage als Museen verwendet. Hier im Buddenbrook-Haus befindet sich heute das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum. Es hat seine Hauptfassade direkt auf die Marienkirche gerichtet. Dies war das Wohnhaus der Eltern und Großeltern von Thomas Mann. Folgt man dem Verlauf der Fußgängerzone, kann man neben dem Willy-Brandt-Haus, in dem der erste Bundeskanzler der SPD einst gewohnt hat, auch das Günter-Grass-Haus aufsuchen. Lübeck ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Stadt der berühmten Persönlichkeiten. Betrachten wir Lübeck nochmal aus der Vogelperspektive. Die schönsten Bilder von der Altstadt kann man machen, wenn man auf einer der Brücken am westlichen Ende der Altstadt oder am anderen Ufer steht. Hier wirkt die Trave und die hinter ihr liegenden Häuser der Altstadt besonders beeindruckend. Man kann genau erkennen, dass dieses wunderschöne Ambiente in früheren Zeiten durchaus verteidigungspolitische Hintergründe hatte. Auf der Liebesbrücke von Lübeck reihen sich inzwischen Hunderte bis Tausende Schlösser mit Botschaften an den jeweiligen Partner aneinander. Eine neue Tradition, der ich persönlich recht wenig abgewinnen kann. Hier, genau gegenüber der historischen Salzspeicher, legen die Schiffe ab, mit denen man eine gut 1,5-stündige Rundfahrt um die Altstadtinsel von Lübeck machen kann. Für mich war dies eines der Höhepunkte des Stadtbesuches. Man erlebt in Ufernähe die Hansestadt Lübeck aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich so wie die Seefahrer und Kaufleute, die schon vor 800 Jahren mit ihren Kocken um die Stadt schipperten. Die Fahrt wird vom Kapitän fachkundig moderiert und man erfährt so einiges zur Geschichte, Kultur und Architektur von Lübeck. Man kann an ausgewählten Stellen zwischendurch auch aussteigen. Ich empfehle aber ganz klar, sitzen zu bleiben und die gesamte Rundfahrt auf sich wirken zu lassen. Auf der östlichen Seite der Altstadt kann man nur noch erahnen, wie viel Betrieb auf der anderen Seite der Stadt auf einen wartet. Hier ist es fast schon einsam und ruhig. Man gleitet an Bäumen und Parkanlagen vorbei und fragt sich, ob man wirklich einen Hafen und eine so belebte Fußgängerzone eben vor sich hatte. Es sind erholsame und entspannte Minuten, die man hier entlang schippert. Und am Ende der Rundfahrt passiert man noch diesen Uferabschnitt. Es mag einen verwundern, dass hier auf einem Grünstreifen eine hunderte Meter lange Leine mit flatternder Wäsche hängt und Anwohner in Liegestühlen vor ihren Türen sitzen. Dies ist die Straße an der Obertrave, dort, wo Lübeck besonders pittoresk ist. Die knapp 800 Meter lange Flaniermeile entlang der Trave ist Lübecks inoffizieller Treffpunkt, an dem sich Einheimische und Touristen mischen. Je weiter man die Straße entlang spaziert, umso schmaler wird sie. Immer wieder verzweigen auch kleinste Gässchen in die Innenhöfe ab und man hat das Gefühl, man stünde plötzlich bei jemandem mitten im Wohnzimmer. Stören tut das hier offensichtlich keinen Anwohner. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.